Hallo und herzlich willkommen bei Selber machen. Es ist Sommerzeit und im Wald gibt es Blaubeeren. Darum habe ich für euch ein tolles Rezept rausgesucht. Und zwar machen wir heute Blaubeer-Piroggen. Das ist ein Gericht, das es in Polen öfters mal im Restaurant gibt. Solltet ihr unbedingt mal probieren. Das geht sehr einfach zu machen, geht sehr schnell zu machen und schmeckt super lecker. Unser Kanal Selber machen. Bitte am besten gleich hier abonnieren und die Glocke setzen, damit ihr nichts verpasst. Wir bringen öfters mal tolle kleine Rezepte zum Kochen und zum Backen und auch den ein oder anderen Haushaltstipp für euch. So, wollen wir keine Zeit verlieren, es geht gleich los. Die Zutatenliste ist hier sehr überschaubar. Ihr braucht dazu nur 250 Gramm Mehl, das ist hier Typ 405, ganz einfaches Mehl, 40 Gramm Butter, einen halben Teelöffel Salz und eine kleine größere Schale voller Blaubeeren, sowie ein Schluck heißes Wasser, frisch abgekocht, 100 Milliliter. Wenn ihr euch fragt, ob ich auch statt Blaubeeren Heidelbeeren nehmen kann, die Kulturheidelbeeren, die es öfters mal im Laden zu kaufen gibt, würde ich eher sagen, nicht unbedingt. Also wenn es geht, nehmt lieber Blaubeeren, die sind viel kleiner, wie ihr seht, und haben innen mehr Farbe und mehr Geschmack als die Kulturheidelbeeren. Die könnt ihr frisch nehmen oder auch eingefrorene Blaubeeren. Das Ganze werde ich jetzt zusammenmischen, und zwar nehme ich da hier eine Küchenmaschine. Da geben wir erstmal das Mehl rein. Dann die Butter. Und das Salz dazu. Und das einmal durchgerührt. Dass sich die Butter schön verteilt hat in dem Ganzen. So. Anschließend kommt das frisch abgekochte Wasser hier drin rein. Das sind 100 Milliliter. Ihr könnt es auch, als sehr schlecht abzulesen ist, auch in Gramm messen. Das sind 100 Gramm heißes Wasser. Und das Ganze wieder schön durchgemischt. Schon habt ihr hier einen kleinen Teigklumpen drin zu liegen. So, den Teig holen wir jetzt hier erstmal raus. Vorsichtig. So. Das ist jetzt ein schöner warmer Klumpen an Teig. Den legen wir jetzt mal kurz beiseite und lassen ihn mal kurz ruhen, bevor wir ihn weiterverarbeiten. In der Zwischenzeit setze ich mal einen Topf mit Wasser an. So, das sind jetzt hier knapp 2 Liter Wasser. Idealerweise ist es, wenn ihr einen größeren Topf nehmt, der also einen größeren Durchmesser hat, weil dann könnt ihr nachher mehr von den Piroggen reinlegen. So, für die 2 Liter Wasser gebe ich hier 2 Teelöffel Salz dazu.
Und dann lassen wir das mal gleich mal so ein bisschen kochen. So, jetzt braucht ihr hier einen kleinen Teigschaber. Ihr braucht hier ein Nudelholz, kann auch ein kleineres sein. Ein bisschen Mehl, um die Arbeitsfläche hier zu bemehlen, damit da nichts anklebt. Und dann werden wir jetzt hier von dem Stück Teig, was wir haben, kriegen wir so 14, 16 Stück von den Piroggen raus. Den Teig stechen wir uns jetzt hier stückchenweise gleich ab und rollen den mal aus. Und dann mal gucken, wie es aussieht. Und so ein kleines Stück ab. Ich messe das dann für euch gleich mal aus, wie viel Gramm das sind. Dann rollt ihr hier so ein Stück aus. Und zwar muss das so groß sein, damit man das hier so auf die Handfläche legen kann. Und da hinein kommen dann die Früchte rein. So ungefähr. Hier kommen dann die Früchte rein. Dann nehmt ihr hier diese Früchte, so wie sie sind, ganz pur, ohne Zucker, ohne alles. Und dann müsst ihr mal gucken, wie viel ihr raufkriegt. So 2 Löffel, 2,5 Löffel. Je nachdem wie groß ihr die machen wollt, dann klappt ihr das hier einmal über und drückt die Ränder gut zu. Kann das auch ein bisschen so einschlagen oder einfach nur gut zudrücken. Jetzt hier nochmal reinschütteln. So. Ja. Das darf dann nachher im kochenden Wasser nicht mehr aufgehen. Ne? Das ist das Wichtige. So. Das legen wir jetzt zur Seite und dann machen wir das nächste. So, beim nächsten messe ich mal nach, wie viel ich da jetzt genommen habe. Die müssen nicht immer die gleiche Größe haben, ist egal. So, ich messe das jetzt mal aus. Das Stück hat jetzt 33 Gramm. Das werden wir jetzt hier genauso einmal ausrollen. Hand legen und dann wird das einfach wieder gefüllt. Und so macht ihr jetzt die ganzen Piroggen einmal durch. Je nachdem wie schnell ihr seid, ist das alles auch kein großer Akt. Wie gesagt, darauf achten, dass die Ränder zu sind und dass da nichts kaputt geht. Genau. So lassen wir die da liegen und dann kommen die in das kochende Wasser rein. In der Zwischenzeit mache ich hier für euch das mal alles fertig. So, der erste Schritt wäre geschafft. Ich habe jetzt hier die 14 Piroggen fertig gefüllt und jetzt gehen wir zum Topf mit dem kochenden Wasser, mit dem kochenden Salzwasser
Und da werden wir das jetzt langsam reinlassen und ganz kurz kochen. Ja, hier ist das kochende Salzwasser. Da gebe ich jetzt die Piroggen rein. Und zwar, wenn die größer geworden sind, kochen die ein bisschen länger. Wenn die klein sind, dann eher weniger. Also so zwischen 2 und 4 Minuten bleiben die im kochenden Wasser. Und ja, meine sind so klein bis mittel geworden. Also ich werde die so knapp 3 Minuten wahrscheinlich ins Wasser legen. Ich fange da hier einfach mit den größten an und lege die zuerst rein. Und dann kommen die kleineren rein. Dann kann ich die auch in einer entsprechenden Reihenfolge wieder rausholen. Voilà. Eine Riesenportion rausgekommen. So, jetzt geht es ans Servieren. Und wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich es liebe, süße Sahne zu verwenden. Und das werde ich jetzt mal schnell vorbereiten. Ich habe hier so 150 Gramm bis 200 Gramm Schlagsahne, süße Sahne. Da mache ich jetzt mal Zucker rein, muss ja nicht so viel sein, erstmal 2 Esslöffel und schlag die Sahne ein bisschen auf, dass sich der Zucker löst. Ihr könnt die Piroggen auch gerne, sagen wir, mit Puderzucker bestreut einfach servieren, aber mit so ein bisschen fester Sahne sieht das erstmal besser aus und schmeckt ganz lecker. So, damit die Sahne so ein bisschen fester wird. Das habt ihr bestimmt schon in dem Salatrezept gesehen. Kommt ein kleiner Schuss Zitronensaft dazu. Dann wird das ein bisschen fester. Und die Zitronensäure, die macht sich sehr gut mit den Piroggen zusammen. Und die Süße von der Sahne. Das passt, glaube ich, sehr gut zusammen. Noch ein bisschen kann noch dazu. Schneller wird die Sahne fest. Reicht schon fast. So, und dann servieren wir einfach mal hier Piroggen. Geben dann die Sahne rüber. Und fertig ist das
leckerste Sommergericht aller Zeiten. Ich mache das hier auf. Sehr schön. So, und das soll es für dieses Mal gewesen sein. Ihr habt gesehen, das ist wirklich sehr einfach zu machen und schmeckt richtig, richtig lecker. Viel Spaß beim Nachmachen und ja, wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut und schönen Sommer.